Herzlich willkommen bei Deep Talk. Wir freuen uns, mit dir gemeinsam Gott besser kennenzulernen und uns durch Predigten und Interviews von ihm mehr und mehr verändern zu lassen und ein Leben zu führen, das sich lohnt. Ein Leben zur Gottes Ehre. Unser Anliegen ist es, mit dir über Themen zu sprechen, die tiefer gehen. Also eben nicht Smalltalk, sondern Deep Talk. Sei dabei und lass dich herausfordern. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deep Talk. Mein Name ist Tina und zu Gast im Studio haben wir Evelina. Falls du Teil 1 verpasst haben solltest, darfst du es gerne noch nachträglich anhören. Und ansonsten jetzt viel Freude beim Hören. Jetzt, wo du ihn mittlerweile hast, auch schon ein bisschen über ein Jahr, wo würdest du sagen, bist du vielleicht so an deine Grenzen gestoßen oder warst völlig am Ende oder wie auch immer? Gab es solche Momente? Ja, die gab's immer wieder. Und auch da hat mir, ja, also die erste Situation, die ersten Monate, sage ich mal, waren schon sehr überfordernd. Wo ich dachte, zum Beispiel der Pflegedienst, den ich ja hatte, ne? Ich dachte, das ist eine Hilfe, es war keine Hilfe. Also das Problem war halt, dass die nicht gehört haben, wenn ich was gesagt habe. Also für mich war ganz wichtig, dass die sind ja dann im Zimmer und schauen auf den Monitor, an den er angeschlossen ist, so über so ein Klebeteil, also um zu gucken, wie ist die Herzfrequenz, wie ist der Puls, das ist das Gleiche. Sauerstoffsättigung meine ich. Und dann müssen die einfach auf diesen Monitor schauen und gucken, dass die Werte gut sind, Ja. ne? Und gucken, dass alles atmet, alles gut. Und was halt die eine zum Beispiel gemacht hat in der zweiten Nacht schon, ist sie einfach rauszunehmen. Hat mir noch gesagt, und ich habe es besser gemacht als sie, bei mir ist er nämlich schneller eingeschlafen. Weil der hatte, als er gekommen ist zu mir, das war für ihn ja schon was richtig Krasses und Heftiges, obwohl er mich dann schon kannte, in eine komplett neue Umgebung zu kommen, die er nicht kennt. Also das war ja sein Leben bis zu dem Zeitpunkt. Die Einrichtung, ne, das alles. Und das hat ihn schon, also ich habe es am Schlaf gemerkt, der hat wirklich manchmal 2 Stunden, 1,5 Stunden gebraucht, um einzuschlafen, weil er ja nicht zur Ruhe kam. Das hat er heute noch ein bisschen, aber da war es halt extrem. Und dann wusste ich halt, okay, wenn die nicht auf mich hört, ihn einfach rausnimmt, da kann ich halt nicht mehr vertrauen. Und habe dann der Leitung gesagt vom Pflegedienst, die müssen sie mir auch nicht mehr schicken, weil ich kann eh nicht schlafen. Ich bin eh nachts wach dann, wenn sie da ist. Und dann war halt einfach jemand Fremdes in seinem Kinderzimmer. Also, und die eine war dann auch total lieb, die eine Krankenschwester, aber das war für mich halt so voll die große Belastung, weil ich mir dachte, ich weiß halt nicht, ja, keine Ahnung, ne, so ist jemand Fremdes. Und dann hatte ich nachts vielleicht 3, 4, 5 Stunden Schlaf, 5, wenn es gut war, und normalerweise so 3, 4 in den ersten 2 Wochen. Boah. Und dann hat er einfach auch Verhaltensweisen gehabt, also wusste zum Beispiel nicht, Babys, der hatte Angst vor Babys. Also weil alles, was nicht erwachsen war und kontrolliert und so, weil Babys sind ja auch manchmal, die greifen mal ins Gesicht oder so. Vor Eichhörnchen hatte der Angst, vor Hunden, vor Katzen. In den ersten 2, 3 Tagen war es so, wenn ich die Autotür zugemacht habe, dann hat er Angst gehabt. Also so dieses normale draußen, nicht, dass sie nie mit ihm draußen waren in der Einrichtung, aber der kannte keine Spielplätze, der kannte, ja, vieles nicht. Und einfach sitzen am Tisch und essen, das ging nicht. Also weil er so unruhig war und so wieder aufstehen wollte, das Essen runtergeworfen hat. Der hat auch eine Magensonde ja gehabt und die hat er halt deswegen gehabt. Die Operation, die er hatte, die war schon monatelang her. Aber die hatten nicht die Zeit, nicht, keine Ahnung, die Muße, ihm wieder beizubringen zu essen. Und jetzt hat er meiner Meinung nach unnötig 6 Monate lang und länger diese Magensonde gehabt und hat halt nicht schlucken können deswegen richtig. Ja. Also weil er diese Sonde hatte, man ihm einfach flüssige Nahrung rein sondiert. Und dann habe ich gedacht, ich muss ihm jetzt dieses Ding ziehen, ich kann sie jederzeit widerlegen, aber wenn ich das jetzt nicht mache, dann wird er das nie lernen oder dann wird er halt nicht mehr aufholen können, weil er ja schon monatelang verloren hat in dieser kritischen, wichtigen Zeit, bevor man 2 ist. So. Und dann habe ich ihm das gezogen und der hat kein Durstgefühl gehabt, kein Hungergefühl gehabt. Und die Essenszeiten waren an sich schon 40 Minuten bis 50 Minuten, da habe ich noch nicht gegessen. Und dann musste ich noch außerhalb dieser Zeiten ihm mit so einer 5 Milliliter Spritze immer Wasser reinspritzen, weil er konnte nicht, selbst diese Babyflaschen, die es so gibt für 6 Monate alte Kinder, die dann so einfach nuckeln, das konnte er nicht. Boah. Also er hat angesetzt, er hat einmal so geschluckt und dann wieder weg.
und jetzt krieg mal 500 oder 400 Milliliter rein. Das war schwierig. Dann hat er bei den Autofahrten sich mich praktisch erpresst. Also, das ist, um's zu erklären. Der kannte ja auch nicht Auto fahren, ne? Und dann habe ich ihn, weil ich irgendwo hin musste, 20 Minuten auch oder so, ihn in seinen Sitz reingesetzt, zugeschnallt. Und wenn ich 10 Minuten und länger gefahren bin, dann hat er wirklich in den Rückspiegel geguckt. Ich habe gesagt, lass deine Trachealkanüle dran. Und er hat wirklich so gegriffen, der war 20 Monate, hat mich angeschaut und gesagt, er hat zu mir so sagen wollen, wenn du jetzt nicht stehen bleibst, dann zieh ich die raus. Wahnsinn. Und ich war halt auf der Autobahn, ne? Mhm. Und dann dachte ich mir so, ich fahre nicht mehr alleine. Ich habe dann mir Leute organisiert, die mit mir fahren, und wenn es eine halbe Stunde war. Weil er halt, wo ich jetzt denke, der hat halt gedacht, ich lasse ihn wieder sitzen für eine Stunde und er kommt wieder in diesen Stress rein. Okay. Und das, was er auf Station gemacht hat, sich immer dann zu ziehen, das hat er halt ja nicht verstanden, so du bist jetzt im Auto und hast Musik und so, ich lasse dich jetzt nicht wieder 2 Stunden einfach sitzen und dann hat er halt wirklich, das war eigentlich im Nachhinein lustig, da natürlich nicht, aber wirklich so im Rückspiegel habe ich geguckt und er hat wirklich so gehalten und gesagt, so, mir so, du bleibst jetzt stehen. Wow. Und dann musste ich natürlich rechts ranfahren und ihm sagen oder was geben zur Beschäftigung oder so, genau. Wow. Ja, also es war wirklich sehr, sehr, sehr viel. Und auch da wieder hat die Gemeinde, diese kleine Gemeinde, die schon da gebetet hat, ne, das war so krass, also einfach weiter gebetet. Das habe ich dann erfahren von jemand anderes. Ich bin dann irgendwie so gelaufen, irgendwie zum Einkaufen und habe mir gedacht, eigentlich müsste mir richtig schlecht gehen. Ich habe selber auch nicht viel gebetet oder irgendwie, ja, Zeit mir genommen. Ich finde, selbst in so einer Situation könnte man 15 Minuten sich Zeit nehmen, ja. Und das war auch meine Schuld, habe ich nicht wirklich gemacht, also über Tage hinweg. Und dann dachte ich, es müsste mir eigentlich richtig schlecht gehen. Also, aber es geht mir gut. Also so, es gab natürlich auch Zeiten, wo es mir schlecht ging und so, aber ich bin so gelaufen, dachte mir so, irgendwie, ich verstehe das nicht so ganz. Eigentlich müsste so. Und dann einen Tag später oder so hatte mir dann jemand gesagt, die beten, es war schon 2 Monate, als er bei mir war oder sogar 3, die beten weiter für dich. Und ich war so, wow. Also Gebet ist wirklich ja, mächtig. Oder ich habe wirklich das gespürt, also so, ich bin nicht charismatisch, aber so wirklich gemerkt, so. Ja. Und dass da jemand betet. Oder nicht jemand, sondern eine ganze Gemeinde. Stark. Die, ja. Voll schön, dass sie so treu dahinter stehen und dich so unterstützen. Ja. Würdest du sagen, Gott hat dich durch diese Situation auch irgendwie formen wollen? Oder spürst du schon irgendwie so, dass du in bestimmten Bereichen verändert wirst? Nicht in bestimmten Bereichen. Also ich glaube, wenn man bei Ehe oder so habe ich auch schon gehört, wenn jemand heiratet, ich warte immer noch auf den Moment, bis man irgendwie es kracht oder keine Ahnung, weil einige sagen, nö, das ist eigentlich ganz, ganz schön und ganz nett und so. Und bei Kindererziehung habe ich noch nie jemanden so gehört, der sagt, oh, das ist ja sowas von heftig entspannt und was sagen eigentlich die Leute, ist doch gar nicht so anstrengend. Da habe ich es noch nie gehört. Und bei mir habe ich das Gefühl, war das so extrem, also so bam, direkt alleinerziehend, direkt mit einem behinderten Kind, mit traumatisiertem Kind. Und ich habe gedacht, früher, ich wäre geduldig. Ja, ich habe gedacht, so ein paar Sachen habe ich so innerlich gedacht, ja, da bist du schon so, da musst du noch arbeiten. Und ich habe so das Gefühl, Gott hat so die ganze Liste weggeschmissen und hat so gesagt, nee, du kannst gar nichts. Also so, du musst so wirklich in allem, also habe ich gemerkt, lernen und ja. Das aber zum anderen auch, dass da hatte ich immer wieder Bibelverse, vielleicht lese ich 1, 2 gleich vor. Ja, gerne. Bibelverse gehabt, die mich ermutigt haben, wo ich dachte, wo ich aus seinem Wort gesehen habe, du führst den Rechtsstreit. Also es ist dein Anliegen und so konnte ich auch beten und sagen, ja, deswegen habe ich auch so Vertrauen gehabt, wenn ich jetzt nicht bin, dann wird jemand anderes kommen und Gott wird schon sorgen. Das hat er versprochen und ja auch gesagt, die sind ihm ein besonderes Anliegen. Ne? Wenn Volk zugrunde geht oder so, dann sind ihm, sagt er manchmal ihnen, glaube ich, Jesaja oder Jeremia, ihr habt die Witwen und Waisen praktisch nicht betrogen, aber wie heißt das, nicht gut behandelt, ne? Oder nicht versorgt und so weiter. Und diese Verse habe ich genommen und ja, habe irgendwie schon so sehr gesehen, dass Gott dahinter steht. Also wie eigentlich bei keiner Sache in meinem Leben bisher, dass Gott wirklich so
selber sorgt, handelt und so weiter. Das Finanzielle zum Beispiel, ich habe wirklich gedacht, also wie soll ich das machen? Also ich werde dann Elternzeit nehmen, aber bei Pflegekindern bekommt man kein Geld. Und ich kann ja auch nicht auf Hartz IV gehen, das heißt jetzt anders, aber ich habe es immer noch so im Kopf. Ja. Weil da müsste ich ja kündigen, aber ich kann nicht kündigen, weil ich kann ja meinen Job nicht verlieren. Also eigentlich bin ich in so einer Situation, ich habe auf gar keine Weise irgendwie Geld zu bekommen oder irgendwie mich zu versorgen. Und dann so viele Fehler, wie das Jugendamt, was dann ihn vermittelt hat, zu mir gemacht hat. Aber diese Mitarbeiterin, die dann gesagt hat, nee, wir verlieren hier die Frau so und so, wir müssen jetzt wirklich mal handeln. Und die war wirklich die allerbeste Mitarbeiterin, wirklich. Die hat mich sogar, wenn sie mal mehr zu mir nach Hause kam, beruhigt beim einigen Sachen und gesagt. Und weil so, war wie so eine nette Bekannte, die kam. Und die hat dann praktisch aus mir so eine Form gemacht der Pflegemutter, das heißt sonderpädagogische Erziehungsstelle. Das macht man bei Kindern, die eben so Systemsprengerkinder sind, wo man nicht weiß, wohin. Und dann sucht man sich Erzieher, die ausgebildet sind und gibt denen praktisch so viel, dass sie sich versorgen können an Mitteln oder auch an verschiedenen Hilfen und so. Und dann können die aber auch, dürfen die keinen, oder was heißt dürfen, aber sollten keinen anderen Job nachgehen, weil das ist wirklich dann eine Vollzeitbeschäftigung. Und dadurch, dass ich Krankenschwester war und der medizinische Bedarf am Anfang so hoch war bei ihm, hat sie über eine Sondergenehmigung aus mir so eine Stelle gemacht. Wo ich praktisch dann versorgt war, wo ich dachte, wow, weil ich war auch noch so naiv, ich habe dann im Jugendamt angerufen und gesagt, ich habe hier dieses Ersparte und keine Ahnung und dieses und jenes und so, und die dachten sich wahrscheinlich, oh Mann, also, weil ich hatte gar keine Ahnung, also ich habe gegoogelt, irgendwie, wie viel es für gesunde Kinder gibt, dachte, da würde ich in 100 Jahren nicht über die Runden kommen und habe dann Erspartes gehabt und habe gerechnet, okay, wie lange kann ich überleben, dass ich zu Hause bleiben kann und nicht arbeite, damit ich für ihn da sein kann und so weiter und alles so, und Gott macht es dann so. Also, dass ich dann praktisch mich wirklich ganz konzentrieren konnte und ich wurde nicht mehr gewusst von diesen Sachen, dass es das alles gibt, und ja, da hat er einfach so wow. Wo ich dachte, auch er so sich dachte, ja, denkst du dir gut aus, aber ich glaube, wir machen das so und so, wie ich das. Ja, cool. Ja. Bist du denn heute jetzt auch noch sozusagen Vollzeitmama, oder? Ja, bis nächstes Jahr, dann ist er 4 und dann würde er für eine gewisse Zeit am Tag, dann muss ich wieder arbeiten gehen. Genau, ja. Mega. Dann, ich meine, du hast es auch schon so ein bisschen erwähnt, gerade am Anfang, wie Gott das dann doch so geführt hat, dass an einem Tag hieß es nein, am nächsten Tag wieder ja. Aber du hast ja auch weitere Wunder, Gebetserhörungen erlebt. Vielleicht kannst du uns da noch mal ein bisschen mit reinnehmen. Ja, was ich unbedingt noch erwähnen muss, also mit dieser ersten Familie, die ihn hatte, diese Bereitschaftspflegefamilie. Also zuerst habe ich gedacht, das ist eine Dauerpflege, und die haben ihn abgegeben, weil sie nicht mehr konnten. Das kann man ja, ne, so, es gibt unterschiedliche Meinungen, aber ich war innerlich so ein bisschen, das kam halt bei uns an. Ich weiß nicht, warum das so falsch ankam, damals in der Einrichtung. Dann war dann so, das macht man doch nicht, ein Kind wieder abgeben. Und dann hat irgendwann das Jugendamt gesagt, die haben die nicht abgegeben. Also Bereitschaftspflegeeltern sind ja diese Familien, die wirklich einen Anruf vom Jugendamt bekommen, in einer Stunde kommen wir mit dem Kind, und die haben Kleidung da, die haben alles da, und dann ist es für eine gewisse Zeit. Die nehmen aber auch fast alle Kinder, fast jedes Alter und so. Und dann war das so eine Familie für diese Kinder. Also das war überhaupt nicht als Dauerpflege geplant. Und dann habe ich praktisch da schon gedacht, oh, okay, ups, bei uns falsch angekommen, ich weiß nicht warum. Und dann hatte ich einfach so auf dem Herzen das gehabt, diese 3 Monate, die da gewesen sind, einfach für meinen Sohn zu wissen, was da passiert ist, damit ich später ihm das erklären kann, sagen kann und so. Und dann habe ich gefragt, kann ich Kontakt herstellen? Dann meinten, weiß ich nicht, muss man mal fragen. Und dann war die Familie hin und weg, die waren so, natürlich, das war unser ja, wir haben ihn so, nicht liebes Kind vielleicht, aber die haben so ein Herz für ihn gehabt, ihn so geliebt, und die waren direkt so, ja. Und dann habe ich halt die Nummer von ihr bekommen, und dann war schon so der Vorname so, wo ich dachte, das hört sich ziemlich Russlanddeutsch an. Und der Nachname auch. Und dann hatte ich in ihrem WhatsApp-Status gesehen, put God first in everything you do. Und ich habe das gesehen, und da war gerade eine Freundin bei mir, und da habe ich auch wieder, ich weiß nicht, ob ich geheult habe, ob ich fast geheult habe, aber ich dachte mir so, das sind Christen. Das sind Christen. Und dann war ich bei denen zu Hause, und was die erzählt haben, war dann so heftig, weil sie gesagt hat,
als er praktisch zu ihnen sollte, mit irgendwie einem Monat oder so, haben die schon vom Jugendamt gesagt, eigentlich ist er so krank, das können wir keiner Familie zumuten. Und sie war selber Krankenschwester, ne? Er muss eigentlich direkt in eine Einrichtung. Und sie hat gesagt, nee, wir probieren es, wir machen das. Und die war mit ihm eigentlich die meiste Zeit im Krankenhaus, weil er so krank war und Atemnot hatte. So weit. Und die haben... ich hatte noch andere Kinder, die waren ein bisschen älter, aber die hatten ein Dauerpflegekind. Das war noch keine 2 Jahre, vielleicht 1,5. Also einfach eine Familie mit Kindern, und da kann ja nicht in dem Sinne die Mutter halt ständig weg sein. Ne? Und die hat aber gesagt, ich kann den Kleinen ja nicht allein im Krankenhaus lassen. Und die war wirklich mit ihm die ganze Zeit und haben auch gebetet, wo andere Leute ihnen gesagt haben, was macht ihr da, was tut ihr euch da an, hört auf damit. Und sie hat dann zu mir erzählt, so, die hat die Zweifler genannt, so gesagt, nee, Gott hat was damit vor und und haben sich wirklich investiert in ihn und alles, wie als wenn es das leibliche Kind wäre. Und dann irgendwann kam aber der Punkt, wo er dann auch reanimiert werden musste einmal bei denen zu Hause und es kein Krankenhaus gab, was ihn aufnehmen konnte. Die haben 1 Stunde lang gebankt und so weiter und diese ganze, das war, richtig heftig und die mussten zum Beispiel, hat sie mir erzählt, weiß nicht, ob jede Nacht, aber wirklich jede halbe Stunde auch nachts ihn zu trinken geben, weil er so trinkschwach war. Ich habe gesagt, hat euch keiner geholfen? Magensonde, kann man doch alles machen. Die hat gesagt, niemand. Die hatten einfach keine Hilfe und irgendwann war die wirklich so am Ende, dass die schweren Herzens gesagt haben, wir können das nicht mehr. Und dann hat aber die Einrichtung denen versichert, doch, wir machen das so, dass die Bezugspersonen immer da sind. Natürlich war das im Nachhinein ein bisschen anders, muss ich dann leider sagen. Ja, habe ich gesagt, ja, das war leider nicht so, wie die es dir gesagt haben. Aber genau, und dann habe ich mir gedacht, das ist einfach so heftig. Also ich bin mir sicher, auch da wieder, dass die Gebete von dieser Familie einfach eine Richtung meinem Sohn gegeben haben, wo er, ich weiß nicht, wo sonst gelandet wäre. Und wo, vielleicht sage ich das jetzt einfach an dieser Stelle, wenn man sich nicht vorstellen kann, dauerhaft ein Kind aufzunehmen, das wäre auch eine Option, ne? So auf Zeit einfach ein Kind aufzunehmen, zu beten. Die hat auch gemeint, ich hab ihn in jede Gebetsgruppe reingesteckt und reingeschrieben. So und dass Gott dadurch auch so gewirkt hat und ihm auch diese Liebe gegeben haben, weil das erzähle ich vielleicht auch noch mal kurz. Ich war dann immer mit dieser Bindungsstörung, ne, war ich so immer noch ein bisschen so, okay, wie wird sich das auswirken, auch für später. Und dann war ich in einem psychiatrischen Zentrum wegen seiner Erkrankung, aber das ist so ein Fachzentrum für die Erkrankung, die er hat. Und die sind gleichzeitig auch, kennen die sich mit allen anderen möglichen Sachen aus. Und dann war ich ja 2 Tage und dann haben die mir gesagt, wie ich mit gewissen Dingen umgehen soll. Und es waren 3, eine Ärztin, eine Psychologin und noch irgendwie eine Mitarbeiterin. Und dann hatte ich gesagt, ja, und bei ihm ist noch ein bisschen die Vorgeschichte, ne, mit der Einrichtung. Und er hat ja noch mehr erlebt, was ein klassisches Pflegekind erlebt. Einmal Abbruch und Trennung oder 2-mal. Er hat es ja also in dieser Einrichtung ständig gehabt. Und dann, dass sie mir einfach vielleicht ein bisschen sagen, wie gehe ich damit um, mit dieser Bindungsstörung. Und dann haben die ihn 2 Tage lang beobachtet und gesagt, also wir können ihnen nicht irgendwie was sagen, weil wir sehen da keine Bindungsstörung. Also nicht das, was ich gemeint habe. Natürlich ist er nicht wie ein gesundes Kind, ne? Jetzt schon, würde ich sagen, aber in den ersten 2 Jahren. Aber die haben gesagt, wir sehen das gar nicht so. Er geht zu ihnen hin, wenn er getröstet ist, hingefallen, zu mir gekommen. Er geht nicht zu uns irgendwie oder ist so distanzlos. Und dann dachte ich mir so, wow. Ich bin mir auch da sicher, die Gebete von dieser einen kleinen, wirklich diesen 20 Leute, Gemeinde, die mir auch gesagt haben, Evelina, wir haben heute nochmal wirklich gerungen und gefleht für den Kleinen. Monatelang und eben die Familie, die in 3 Monate, das ist ja auch eine wichtige Zeit im Alter von dem Baby, also eigentlich ist alles wichtig, es gibt ja so manchmal die Meinung oder früher, ja, Kinder, bevor sie 1 sind, das ist dann alles egal, die haben es vergessen, die sind wieso, das ist überhaupt nicht wahr. Aber dass die ihm einfach wirklich diese Liebe gegeben haben und so eine Basis irgendwie dann für später. Ja.
Ich weiß nicht, ob ich das richtig im Kopf habe, aber ist das nicht mittlerweile auch so, dass er die Kanüle gar nicht mehr drin hat? Genau, ja, Ist ja. auch irgendwie so ein Wunder, oder? Ja, total. Also, weil auch das war halt so im ersten Jahr so meine Agenda, so zu gucken, aufzuholen, was er verpasst hat, zu schauen, wo kann man ihn. Wir sind dann in verschiedenen Städten Deutschlands gewesen. Stuttgart zum Beispiel ist ein Zentrum, die sind deutschlandweit bekannt, dass die sich damit auskennen. Dann war ich da mit den Ärzten. Mir war halt wichtig, dass es wirklich Ärzte sind, die sich auskennen bei sowas. Und dann, genau, haben die dann Stück für Stück so, ja, geguckt, kann man das praktisch, ja, wegtun. Und dann, ja, ist er jetzt immer gesünder, immer fröhlicher. Und nach 2 Wochen war das auch interessant, da haben die von der Einrichtung immer gesagt, der ist ja so ein harmonisches Kind, der macht ja keinen Mucks und so. Und ich war so, okay, interessant. Auch da wieder, der hat sich einfach angepasst. Ja. Also der kann doch jetzt nicht schreien als Kind. Und das ist so verrückt, weil Kinder in dem Alter, die wissen auch, also wie soll ich sagen, man hört von anderen Pflegeeltern, dass Babys allein schon, die ein paar Monate sind, wirklich so ganz starr auf dem auf diesem Tisch, Wickeltisch meine ich, nicht Pflegetisch, liegen, weil sie Misshandlung erfahren haben und erfahren haben, wenn ich mich bewege zu viel, dann werde ich misshandelt. Und die sind wirklich ganz klein und die haben schon solche Mechanismen entwickelt. Genau, und wurde mir gesagt, der ist so in Harmonie, und der macht ja nie was. Und nach wirklich 2 Wochen, ich wollte ihm, dass er inhaliert und der hat geschrien. Also ich will irgendwas machen, was ihm nicht gefällt und der hatte diese Wutanfälle. Und das war so witzig, weil das Jugendamt immer so, ach, Frau so und so, das ist so toll, ach, das freut uns so, das ist so ein tolles Zeichen. Ich so, ja, schön, ich freue mich auch, aber das ist halt gesund, ne? Ja, So. Und die hat dann den Satz gesagt, Kinder, die so überangepasst sind hier unheimlich und das stimmt auch, ne? Also wenn ein Kind nie irgendwie mal zeigt, er kann ja noch nicht sprechen, was ihm nicht gefällt und so, das ist nicht normal. Und dann habe ich halt solche Sachen gefeiert. Also zum Beispiel wollte ihn jemand, ich habe das immer unterbunden eigentlich, wenn jemand hochnehmen wollte oder er hingehen wollte, weil diese Distanzlosigkeit, da muss man dann halt versuchen, das wirklich zu unterbinden, damit er das lernt. Ich kann nicht einfach zu jedem hingehen. Ja. Und dann, da war ich einmal in der Einrichtung wieder, weil, ja, da war eine Feier und dann war ich mal da. Und dann wollte ihn eine Kollegin, die noch betreut hat und so, wollte so, komm zu mir und wollte ihn so. Und ich wollte schon sagen, nee, lass mal. Aber er hat gesagt, nö, und ist dann weg. Ja. Also das sind einfach so Dinge, wo er dann lernt, praktisch Nein zu sagen, so blöd. Also man muss es einem Kind nicht beibringen eigentlich, aber also so in diesem Fall, ja, ist das eben, wo ich dann drauf geachtet habe oder ja, das war dann einfach so eine gesunde Entwicklung, sage ich mal, die ich dann gesehen habe. Und da freut man sich über sowas und nicht über andere Sachen irgendwie, ja. Was ich auch voll süß fand, was ich ja heute dann schon erleben durfte, dass er auch schon Mama sagt, ne? Ja, dass genau. Er langsam anfängt zu sprechen, vielleicht so ein bisschen. Ja, doch, ein paar Worte sagt er schon. Aber wir machen so jetzt noch Sachen über Gebärdensprache. Also es ist nicht die klassische deutsche Gebärdensprache, aber auch bei Kindern mit Down-Syndrom und so, da macht man dann über Gebärden viel, weil er versteht sehr, sehr viel. Aber bei einigen Erkrankungen ist es so, dass dann einfach die Sprache später kommt und dann, bis sie kommt, also sie wird sehr wahrscheinlich noch kommen und er wird normal reden, aber da macht man halt dann genau darüber. Musstest du dir das jetzt extra aneignen? Oder? Es gibt eine App. Und dann, wenn man irgendwie was denkt, das wäre jetzt gut, dann schaue ich nach und dann lernst du das ja automatisch. Genau. Spannend. Und so, da lernt man dazu, genau. Ja, schön. Genau, du hast auch vorab schon erzählt, dass du vorher so bestimmte Gedankenmuster hattest zum Thema Adoption, Pflegekinder. Ich denke, viele von uns haben ähnliche Gedanken, aber du wurdest kuriert in einigen Punkten. Ja. Du hast da auch gerne mal mit rein. Genau. Also zum einen habe ich halt immer gedacht, wenn man so 16 ist, ne, oder so 15, 17, dann denkt man sich, wenn ich mal irgendwann groß bin oder so, eine eigene Familie habe, dann würde ich vielleicht mal adoptieren oder denkt vielleicht kurz darüber nach. Und ich war mal mit der Jugend damals, mit der anderen, also mit der Gemeinde, wo ich groß geworden bin, in der Ukraine, in einem Kinderheim. Und habe gedacht, ja, dann würde ich ein Kind mal aus der Ukraine vielleicht adoptieren oder so. Aber in Deutschland sind die Kinder alle versorgt. Ja. Also es gibt Kinderheime, die sind klein, die sind nicht so 50 Kinder, 2 Leute oder so. Das ist ja alles vom Staat praktisch irgendwie geregelt und gemacht. Und
Ja, da nach der Geschichte, glaube ich, weiß man, nee, ist es nicht, ne? Weil der Staat, der kann also diese Aufgaben, das ist ja eigentlich in anderen Dingen auch so, wenn man dem Staat es in die Hände gibt, dann geht das in vielen Fällen nicht gut, aber gerade in solchen Fällen, ja, weil wir können nicht halt als Christen nicht sagen, ja, das macht eh schon, ne, so die Ämter Dass man die oder Augen verschließt, weil man denkt, ach, die machen ja, das. das ist eh schon, die sind versorgt, die Kinder sind nicht versorgt. Also wenn man über diese Bindungsstörung nachdenkt oder was es bedeutet, dass ein Kind kein Zuhause hat, keine Familie, keine Mutter und kein Vater. Bei den Mädchen zum Beispiel sind Dinge passiert. Ich habe dann auch da wieder, es sollte eine Operation anstehen, die bei ihr gemacht wurde, die ist nicht unnötig, ne? Die war nicht unnötig, aber ich habe nachgegoogelt und nachgeforscht, weil ich mich verantwortlich gefühlt habe. Ich dachte, das macht ja sonst keiner in meiner Freizeit und gedacht, man kann da noch warten. Man muss das jetzt nicht machen. Und die hätte halt so einen Urostoma, heißt es, bekommen, also einen künstlichen Blasenausgang. Und ich dachte, wenn man das jetzt bei ihr macht, dann ist vorbei mit irgendeiner Vermittlung. Also so, ne, dann wird noch weniger die Chance bestehen, dass sie in eine Familie kommt. Und dann habe ich eben ja bei den Ärzten angerufen und verschiedene Dinge gesagt, so, seid ihr darüber, ist euch das bewusst, dieses und jenes, kann man nicht warten, bis sie in eine Familie kommt. Weil auch da, die Infekte, die sie hatte, die sind vorbei gewesen. Die war dann bei ihrer, wurde dann aufgenommen auch von dieser Mutter, die 2 Jahre lang versucht hat, sie zu sich zu nehmen. Das hat ja dann geklappt. Die hat, glaube ich, einen Tag noch erbrochen, danach nie wieder. Boah, Keine Infekte, wow. kein Erbrechen, Das ist sehr keine also dieses hospitalisierte Verhalten, wo die so mit dem Kopf gegen die Wand oder irgendwas schlägt. Die war wirklich ein fröhliches Kind. Und ich habe mir gedacht, genau, dann habe ich es den Ärzten halt gesagt und dann haben die gesagt, ja, okay, wir überlegen es nochmal. Und dann komme ich auf Station und dann heißt es doch, die wird operiert. Ich habe gesagt, hä, aber ich habe es doch besprochen. Und dann hat mir meine Chefin gesagt, hör auf, überall anzurufen, Evelina. Und ich so, ja, aber ihr macht es halt nicht. Also, ne, wer macht es dann für das Kind? Ja. Und bei meinem Sohn wäre was Ähnliches passiert. Das war dann auch wirklich, war ich dankbar, dass da hatte ich doch noch das Sorgerecht nicht, dass das dann auch abgewendet werden konnte. Es sind, wie gesagt, keine unnötigen, man macht nicht einfach aus Spaß eine OP, aber einfach, wo Eltern schon lange gesagt hätten dem Arzt, du erklärst mir das jetzt und ob das wirklich nötig ist für mein Kind, was das bedeutet und wir entscheiden, auch mit dem Mann zusammen reden darüber, ist es gut für das Kind. Und kann man da nicht noch irgendwelche anderen konservativen Maßnahmen oder sowas, heißt glaube ich genau, nehmen. Und wir gehen, keine Ahnung, in die Schweiz gucken, ne? Dass man das irgendwie anders machen kann. Das ist halt nicht da für diese Kinder. Also ja, da ist niemand, der sich wirklich so kümmert. Und den Vormund, den dieses Mädchen hatte und auch mein Pflegesohn, die waren gut. Das waren nicht welche, die komplett faul waren und sie hatten einfach 60 Kinder, glaube ich, insgesamt. Die können nicht sorgen und auch die Liebe will ich gar nicht erst anfangen und, ne, und das Kümmern und so weiter, die Bedürfnisse sehen und dass das Kind gesund aufwachsen kann. Genau, das war eine Sache. Eine andere Sache ist, dass ich dachte, ja, Adoption ist das Richtige. Ja, Pflegekinder, keine Ahnung, ist so nicht ganz, ist so nichts Halbes. Das ist dann nicht richtig mein Kind und das, ja, keine Ahnung, mache ich nicht. Das stimmt, es ist in Deutschland schwierig, anders als in Amerika, ein Kind zu adoptieren. Meiner Meinung nach ist es zum einen so, weil in Deutschland es besser geprüft wird, was gut ist, ob man ein Kind aufnehmen kann, aber auch, weil Amerika einfach oder die USA christlicher geprägt ist als wir. Also was ich damit meine ist, offiziell auf dem Papier heißt es bei Pflegeeltern, es ist ein familienähnliches Verhältnis. Man tut dem Kind ein Bindungsangebot geben, ne? Und mit 18 ist eigentlich die Maßnahme so vorbei. Also ich helfe dem Staat eigentlich, das Kind zu erziehen. Und dann hatte ich nur so eine gute Predigt von Woody Borkham, war das so ein amerikanischer Prediger, der über dieses, also es war der einzige, wo ich eine Predigt auch gehört habe, weil ich habe sonst nichts gefunden. Also wirklich eine Predigt über Adoption, der gesagt hat, dass Christen oder überhaupt Kinder aufnehmen, das gibt es schon immer. Also, dass es rechtlich gesehen auch möglich ist, gibt es in Texas 1850 und in England 1926 war es so, dass man offiziell ein Kind adoptieren konnte. Davor
hat man das nicht illegal gemacht, man hat es gemacht, also die Kinder von der Straße genommen und so aufgezogen, aber es war nirgendwo aufgeschrieben, nirgendwo rechtlich, nirgendwo irgendwie, ne? Und wo ich dann so dachte, auf dem Papier kann stehen, also ich kann ihn morgen adoptieren, für mich ändert sich nichts, ne? Also wir sind auch nicht, Gott hat uns adoptiert, wir sind auch nicht Kinder zweiter Klasse, also so auf die Art, wie gesagt, ich sehe das absolut, dass das Jugendamt noch mit dabei ist. Ich bin auch, also die haben mir auch die Rückmeldung gegeben, sie sind so professionell und so. Ich mache auch nichts, ne, so, wie soll ich sagen, hinter dem Rücken oder so oder denke, oh nee, das ist kein Pflege. Also weißt du, was ich meine? Ich bin mir schon bewusst, er kann theoretisch auch jederzeit rausgenommen werden aus der Familie. Das ist sehr unwahrscheinlich nach einer gewissen Zeit und normalerweise ist sowas dann vorher schon geklärt. Also gerichtlich und so, das ist eigentlich, ich glaube, 6 von 100 Pflegekindern gehen zurück zu ihrer Familie und der Rest bleibt oder kann nicht zurück. Ne? Und sobald man das Sorgerecht hat, ist es auch sehr unwahrscheinlich, weil man hat dann auch das Aufenthaltsbestimmungsrecht und man entscheidet dann selbst, wo das Kind wohnt. Und dann entscheide ich, also ne, dann ist man halt praktisch da involviert zu entscheiden oder nicht involviert. Man hat die Befugnis zu sagen, das Kind wohnt jetzt in dieser Stadt oder in dieser Stadt. Und da kann nicht einfach jemand kommen und sagen, nö, wohnt jetzt woanders, weil ich habe das Recht, das zu entscheiden. Und das sind alles so Dinge, also ich bin bewusst, Pflegekinder ist was anderes, Adoption, aber so vom Biblischen, wie soll ich sagen, ja, macht es für mich, also weißt du, was ich meine? Ich weiß nicht, ob ich das richtig erklärt habe. Kein Unterschied. Also, weil ich früher gedacht habe, ja, keine Ahnung, Pflegekind ist halt irgendwie doch nicht so das Richtige, nicht das Wahre und so. Rechtlich gesehen, ja, das natürlich, ne? Aber so, sondern bis vielleicht es sich mal ändert in Deutschland, dass man Kinder schneller, besser adoptieren kann, wird vielleicht noch Jahrzehnte dauern. Sollen jetzt die deutschen Kinder alle irgendwie, keine Ahnung, ne? Vernachlässigt werden. Ja, genau. Oder man sagt, ja, die in Amerika adoptieren die dann halt, aber hier, ja, tut mir leid, das geht halt nur als Pflegekind und dann können die halt keinen. Ja, wie gesagt, natürlich muss man das alles mit Weisheit sehen. Und darüber beten und schauen, ist das was für mich? Weil man tut sich als Familie oder als Einzelperson ist so auch vor dem Jugendamt, ich sag mal, ne, mehr Einblicke geben, natürlich viel mehr als der normale Bürger. Ob man das alles will, das sage ich nicht so leichtfertig. Ne? Ich habe auch monatelang überlegt, ist das alles, bis ich dann gesagt habe und jetzt den Ämtern das praktisch gesagt habe. Und dann waren die so, oh, okay, warten Sie mal, aber ich habe ja monatelang vorher schon mir viele Gedanken gemacht. Genau, das war auch, ja, solche Dinge, die ich halt gedacht habe und jetzt anders denke, ja. Und wie wichtig eben halt, also selbst ein gutes Kinderheim, das ersetzt nie und nimmer eine Familie und die Kinder in Deutschland werden, also davor war es eigentlich immer so, ein Kind, was unter 6 Jahre ist, gibt man nicht ins Heim. Also das, wenn die rausgenommen haben aus den Familien, dann haben die immer die Jugendämter Familien gesucht, weil es für die Bindung, fürs gesunde die Entwicklung und so weiter wichtig ist. Aber es gibt immer mehr, sogar wo ich wohne, Kinder, die 4 sind und im Kinderheim, die werden immer jünger. Also weil es einfach weniger Familien gibt, ne, die Kinder aufnehmen. Oh, das ist echt schon noch eine große Not, ne? Die es in Deutschland die man aber gibt, nicht sieht, ne? nicht So, sieht, weil genau. Heftig. Aber wenn wir schon so Thema Familie, Kinder aufnehmen sind, wäre es nicht so aus christlicher Sicht eher besser, wenn ein Kind Vater und Mutter hat? Jetzt im Gegensatz zu dir, jetzt wo du alleinerziehende Mutter bist, so mäßig? Ja, absolut. Das hatte ich dann auch damals meinem Jugendamt gesagt, dass es mir nicht darum geht, jetzt einfach Pflegemutter zu sein. Das würde ich auch nicht empfehlen, weil zum einen die Belastung ist sehr groß, alleinerziehend zu sein. Und zum anderen für das Kind selbst, also ein Vater ist super, super wichtig. Auch das, was man heutzutage alles hört, ne, in der Gesellschaft, so, ja, ist doch völlig egal, solange das Kind jemand hat, ob es 3 sind, ob es 2 sind, ob es 5 sind, ist doch völlig egal. Also so heutzutage ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt, ja. Aber deswegen war mir das halt wichtig, dass ich dachte, wenn er diese Kanüle nicht hat, dann hat er vielleicht die Chance auf auch ein Vater, Mutter, Garten, keine Ahnung, also so dieses Klassische. Und die Mutter ist dafür da, finde ich vor allem in den ersten Jahren, natürlich das Baby dann nicht zu schaukeln, so, wenn es schreit, aber dann ist halt der Vater, ich habe jetzt keine Zahl, aber finde ich, wird immer wichtiger. Und gleichzeitig
Da denke ich aber auch, ja, deswegen denke ich eher so an Familien, wenn ich jetzt diesen Beitrag so mit dabei bin und das mir ein Anliegen ist, denke ich vor allem halt an Familien, die vielleicht schon 2, 3 Kinder großgezogen haben, die Kinder nicht alle aus dem Haus rennen und denken, ich will nie wieder zurück. So, das ist auch ein gutes Zeichen, dass das Verhältnis einfach so in dem Sinne gut ist. Dann weiß man ja, okay, die haben jetzt nicht alles falsch gemacht, ne, haben vieles richtig gemacht. Das ist ein stabiles Zuhause. Da können auch mal die Türen knallen. Also das ist, muss keine perfekte Familie sein, aber ich meine, das merkt man ja, ne? Oder wenn andere einen rückmelden, du schreist so viel mit deinen Kindern, dann sollte man vielleicht ein bisschen erstmal damit klarkommen, ne? Aber wenn man eine normale, gesunde Familie ist und jetzt nicht 3 kleine Kinder unter 4 hat, so, weil das ist eine größere Aufgabe. Man weiß nicht, was auf einen zukommt mit einem Pflege- oder Adoptivkind. Das weiß man auch beim leiblichen Kind nicht, aber da ist halt noch mal ein bisschen mehr dieses, was hat es erlebt, ne? Und was muss ich jetzt alles regeln. Genau, dann würde ich wirklich ermutigen, dass man darüber nachdenkt, einfach nur betet. Also ich sag, mir ist auch wichtig zu sagen, man ist kein besserer Christ, wenn man ein Kind aufnimmt. Ja. Das will ich gar nicht sagen. Ja. Also mir wird dann manchmal gesagt, oh, du bist so, und nee, bin ich nicht. Also das hat Gott einfach so geführt. Ja. Und er selber, ich habe dann so jemanden mal gesagt, und ich finde es schade, dass er mich erstaunt angeschaut hat, dass mein Sohn ist für mich ein größerer Segen als ich für ihn. Also er ist so eine Freude, egal wo er ist, ne, nimmt er die Aufmerksamkeit auf sich, weil er einfach so lustig und so süß und so fröhlich ist. Ne? Nach allem, was er erlebt hat, ist er immer noch so neugierig und will die Welt entdecken. Ich bin natürlich wieder vom Thema abgekommen, sorry. Aber genau, dass man als Familie sich einfach überlegt, darüber betet, genau, dass man halt kein besserer Christ ist, wenn man das macht. Aber wenn man so wie ich dachte, für was? Kinder sind versorgt. Wenn, dann aus dem Ausland. Das ist zu teuer, also mache ich es nicht. Dass man zumindest, hoffe ich, darüber betet. Ja, genau. Und ich denke halt auch, ist halt besser, er ist bei einer Bezugsperson, anstatt bei keiner. Ne? Genau, also, absolut. Ja, das definitiv. Ist auch nochmal, also bei Kindern, wenn Gott das wirklich so führt und die sind wirklich unvermittelbar und es gibt irgendeine Krankenschwester, also die dann jetzt das hört und denkt, oh, arbeitet in so einer Einrichtung, wer weiß, ne? Wie gesagt, es gibt 16 dieser Einrichtungen, von denen ich überhaupt weiß. Und wenn man sowas sieht und darüber betet, dann kann man auch als Alleinstehende das natürlich machen, aber mich haben tatsächlich damals dann, meine Arbeitskolleginnen gesagt, aber ich hätte trotzdem gerne, als ich dann geschrieben habe, nee, aber wenn er so eine Familie kommt, dann wäre das total toll. Also das wäre eher mein Wunsch. Nee, aber ich würde lieber, dass er zu dir kommt. Ich so, aber das ist nur die Notlösung. Ja. So, genau. Aber Gott hat es schon richtig gut gemacht, weil ich merke, dass ich mich einfach besser auskenne. Also mit den Dingen, die er hat, die Ärzte, die ich kenne, die mit anderen Eltern mit behinderten Kindern merke ich einfach, dass da einfach ein Wissen da ist, was andere nicht haben, was ihm wiederum hilft. Und genau. Du hast mir vorab auch erzählt, dass du dir so Gedanken gemacht hast, wo er gelandet wäre, wenn er jetzt da geblieben wäre. Ja, genau. Also zum einen dieser ständige Bindungsabbruch, das ist bei vielen Kindern, da gab es auch so eine Untersuchung, die man gemacht hat über Jahre hinweg. Ein Professor Dr. Wolf ist das. Ich glaube aus Düsseldorf, aus der Uniklinik, keine Ahnung, aber ob das Düsseldorf wirklich war, aber der zu diesen Kindern forscht und gesagt hat, die Kinder, die ab einem Zeitpunkt dann, was sie auch immer sie erlebt haben, ein stabiles Umfeld bekommen haben in ihrer Kindheit und Jugend, die sind dann selber stabile Persönlichkeiten geworden. Und die Kinder, wo wir das gesehen haben, dass es nicht so war, die haben wir dann oft, danach besucht in der Jugendvollzugsanstalt, also im Knast, also im Gefängnis, sorry. Ja. Und zum einen das und zum anderen war das auch heutzutage, kursieren viele komische Ideologien und so weiter. Und ich bin damit erst konfrontiert gewesen, als ich in die Stadt gezogen bin, wo ich war. Ich habe wirklich, also als ich in diese Großstadt, das sind ungefähr 800.000 Einwohner, glaube ich, gezogen bin, aus so einem Dorf, wo ich nichts gesehen habe, in meiner Bubble war. Ich war auch nicht auf Instagram oder so viel auf YouTube oder irgendwas. Und dann kam ich da an und habe halt das alles so gesehen mit
Männer, die dann mit Frauenkleidung rumlaufen und ich war erstmal so, habe ich das gerade wirklich gesehen? Also wirklich. Und danach dachte ich mir, das ist doch schon, also 2019 bin ich da hingezogen und das ist ja schon vorher gewesen. Ich dachte, wie konntest du das irgendwie nicht sehen? Genau, und bei ihm war das so, dass es eine Mitarbeiterin gab, die praktisch das selber gut fand. Also, ne, diese praktisch LGBTQ und so weiter und nach meines Erachtens, also dieses dachte, ja, Frauen können auch Männerkleidung anziehen und umgekehrt, wen interessiert's und so, ist doch eh alles, keine Ahnung, von der Gesellschaft vorgegeben. Ne, diese, weiß ich, kennst du auch auf Englisch, Gender Roles, also dieses, du hast jetzt einen Rock an, nur weil du das irgendwo gesehen hast. Oder du bist jetzt nur häuslich, meine ich, und weil du das so, es wird dir anerzogen, ist aber nichts Biologisches und so. Genau, und sie hat auf jeden Fall, also es waren noch andere Dinge, was mich am meisten, ist ein Buch, was ich bei ihm dann gesehen habe, wo ein 6-jähriger Junge, ich habe gewusst jetzt den Titel nicht, also auf dem Titel ist ein 6-jähriger Junge, der ein Ballerina-Tütü anhat. Und der dann ermutigt wird, vom Vater in die Schule das auch anzuziehen, wird erstmal gemobbt und dann sind aber alle glücklich und alle froh, so mutig und so weiter. Und dann habe ich halt erstmal gedacht, das hat jetzt nicht der ernsthaft in seinem Schrank drin. Also, weil alle anderen Kinder, die haben natürlich auch Bücher, jeder hat sein eigenes Schränkchen. Und als ich ihn besucht habe, habe ich dann dieses Buch also ich wollte ihm irgendein Buch geben. Ich wollte, dass er inhaliert und ihn ablenken, habe das Buch so raus und habe das gesehen und war so, okay, nee, das legen wir schon wieder zurück. Und erstmal war ich voll sauer und dann habe ich gedacht, wer schenkt ihm halt sowas? Also ich habe auch schon mal gesagt dann zu der Bereitschaftspflegemutter, ne, die gläubig war, wenn man das so als Film nimmt, dann ist wirklich so, der Kleine, die beten, die investieren alles, ne, diese erste Familie. Und dann ist er so in der Einrichtung und es ist so, wie soll ich sagen, es hat alles nichts gebracht. Also wo die Familie vielleicht denken kann, für was haben wir gebetet? Wir haben hier so viel gemacht, Herr, und du hast das irgendwie, ne, wir verstehen das nicht. Und das, ist so krass, weil mein Sohn, der galt als unvermittelbar und ist mit 20 Monaten schon zu einer Familie, also nicht Familie, aber zu einer Mutter gekommen. Ne? Also meine Familie liebt ihn über alles, hat ein Zuhause, meine Gemeinde, Leute beten für ihn immer noch. Das ist eigentlich super früh. Also mit 20 Monaten schon, dass ein Kind ein festes Zuhause hat, ist eigentlich früh. Und ich denke, das waren halt wirklich die Gebete. Und dass da eine Familie gesagt hat, wir sind, wie die Bibel sagt, ne, wir lieben den Nächsten wie uns selbst. Weil das haben wir auch im Ethik immer so gelernt, was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Das haben wir so in Ethik ständig, diese goldene Regel. Und die ist okay und ich hoffe, man geht auch danach und macht nicht jemand anderen Schaden. Aber was das Christentum halt sagt oder wovon wir überzeugt sind, ist nicht so, lasst den anderen einfach in Ruhe und dann sind alle glücklich, so, sondern ist wirklich, dass man den Nächsten liebt wie sich selbst. Und das heißt, dass man aktiv wird. Das heißt, dass man dem Nächsten Gutes tut und schaut, wie kann ich in verschiedenen Situationen so, keine Ahnung, der ist ein Obdachloser, da gucke ich irgendwie, wie man ihm helfen kann. Oder meinen eigenen Eltern oder so in jedem Bereich, meinem Nächsten, wie kann ich ihnen Gutes tun, so aktiv zu sein. Das sagt halt das Christentum. Das sagt nicht der Islam. Im Islam, das werde ich nicht weiter ausführen, sonst wird es zu viel, aber darf man keine Kinder adoptieren? Das ist verboten. Das sieht man in keinem anderen, also Religion oder wie soll ich es nennen, ne? So Kommunismus ist absolut, die ehemalige Sowjetunion ist geprägt davon, dass der Mensch nicht Gottes Ebenbild ist und man sieht da die Auswirkungen. Also das Christentum ist das Einzige, wo Weltanschauung oder wie soll ich sagen, ne? So, wo wir in der Bibel einfach lesen, ein Mensch ist in Gottes Ebenbild gemacht, egal ob er behindert ist, egal ob er was leisten kann oder nicht, sondern ist dadurch schon unendlich wertvoll. Und dass wir halt, dazu berufen sind, anderen zu dienen. Und das macht ja auch glücklich. Also wenn ich den ganzen Tag um mich selbst drehe, das macht einen depressiv. Ja, genau. Also wo die Welt sagt, oder das hat das Jugendamt mir auch mal gesagt, aber sie schränken sich so ein.
ne, so dieses Denken, wenn ich dann finanziell stabil bin und alles und dann nach Bali fahren kann, einmal im Jahr, das ist Glück. So. Ja. Aber das macht Freude auch, sich um andere zu kümmern und ja, zu sehen, genau. Und das muss ich vielleicht noch zum Abschluss oder aufzureden, sagen, dass auch eine Freundin, meine beste Freundin, da habe ich letztens telefoniert und die hat mir auch von dem Fall erzählt, dass einer aus ihrer Gemeinde praktisch von vorne gesagt hat, wir haben hier ein Kind, und das ist auch eigentlich ein ungewöhnlicher Weg, ne, dass das Jugendamt dann praktisch privat sucht, so. Und er hat gesagt, wir haben hier ein Kind, das hat Leukämie und es wird bald sterben, das ist sicher in den nächsten Monaten und es braucht ein Zuhause. Und das Kind war schon 10 Jahre alt und es gibt Probleme, dass es nicht mehr zu Hause wohnen kann. Und dann hat er praktisch die Erlaubnis bekommen, in den Gemeinden zu fragen, ob es da jemanden gibt. Und es gibt auch jetzt jemand, also eine Familie, oder nicht eine Familie, sondern ein Ehepaar, die haben selber 7 leibliche Kinder großgezogen und haben jetzt das Haus, die haben die Zeit, die haben die Liebe zu Kindern. Und dann hat eine Mitarbeiterin von diesem Jugendamt gesagt, ja, weil wir wissen, solche Fälle machen nur die Christen. Und da dachte ich mir so, krass, also, dass die das so sehen, ne? Ja. Und ja, ich wurde selber von meinem eigenen jetzt Jugendamt, wo mein Sohn praktisch angebunden ist, gefragt über ein behindertes Kind. Kennen Sie in Ihrem Umkreis eine gläubige Familie, die bereit wäre, ein Kind aufzunehmen? Weil sie einfach, also ich glaube, den Moment, wo sie gemerkt haben, wo das herkommt und warum ich ihn aufnehmen will, haben die so gesagt, ich habe da keine komischen irgendwie Gedanken oder ist ein heimlicher Plan für was auch immer, sondern dass wir als Christen einfach ein Herz haben, wie es in Gottes Wort steht. Sehr gut. Vielleicht kannst du es noch einmal so ganz kurz zusammenfassen, auf den Punkt bringen, warum du daran appellieren würdest. So, Leute, nehmt doch Kinder auf. Ja, vielleicht lese ich jetzt einfach kurz 2 Verse vor. Gern. Das ist vielleicht eine gute Grundlage, genau, im Moment. Hier steht im Psalm 68, das war mir auch ein Vers, der mich begleitet hat, weil wir hatten in der Gebetsstunde gerade zu dem Zeitpunkt diese Psalmen durchgenommen. Ein Vater der Waisen und ein Richter der Witwen ist Gott in seiner heiligen Wohnung. Gott ist es, der Einsame zu Hause wohnen lässt, Gefangene hinausführt ins Glück, Widerspenstige jedoch bleiben in der Dürre. Genau, oder hier auch Sprüche 23, verrücke nicht die uralte Grenze und in die Felder der Weisen dringe nicht ein, denn ihr Erlöser ist stark, er selbst wird ihren Rechtsstreit gegen dich führen. Das ist ein bisschen drohend, aber es heißt einfach, dass Gott halt für die selber ein Anliegen hat und ich bin immer vorsichtig, sowas zu sagen und Gott irgendwie was so zu sagen, oh Gott, dieses und jenes, aber wir haben halt die Verse, ne, wo er das selber sagt. Und der Vers, der mir auch geholfen hat, war, wer sein Ohr verstopft vor dem Hilfeschrei des Geringen, auch er wird einst rufen und keine Antwort erhalten. Sprüche 21. Vielleicht das letzte noch, Sprüche 30. Öffne deinen Mund für den Stummen, für den Rechtsspruch aller Schwachen, öffne deinen Mund. Richte gerecht und schaffe Recht den Elenden und Armen. Genau. Ja, und Gott so auch als Vorbild zu sehen, der uns als seine Kinder aufgenommen hat, wo wir es nicht wert waren. Und ich würde 100-mal sagen, mein Sohn ist es jede Anstrengung wert und im Vergleich dazu, ja, genau. Ja, wir kommen tatsächlich leider auch schon so zum Ende. Deswegen wäre meine abschließende Frage, was möchtest du noch so weitergeben als Appell, Ratschlag, keine Ahnung, so dein abschließendes Statement? Dass das Gebet wichtig ist, zum Beispiel. Das ist, kann ich wirklich, glaube ich, sagen, von allen Dingen, die ich nicht genannt habe, also habe ich wirklich gesehen, Gebet bewirkt etwas. Sei es, dass diese Gemeinde da weiter gebetet hat, dass ich dadurch auch Kraft hatte, auch durch andere Dinge und so, ne? Aber wo Gott geführt hat. Aber wirklich, wenn man eine Idee hat, wenn man irgendwie was hat, dass man wirklich das Erste, was man einfach zu beten. Und Gott wird schon das eben führen oder zeigen, ne? Ob das dann der Weg ist oder auch sei es auch in anderen Wegen oder so, die man gehen möchte. Ja. Und ich weiß nicht, ob das, ich erinnere mich so an
ein Gebet, was ich hatte vor 10 Jahren, glaube ich, oder 9 oder so, wo ich gelesen habe, dass der rechte Gottesdienst ist, Witwen und Waisen zu besuchen, in Jakobus. Und ich dachte so, wir haben keine Waisen in Deutschland so richtig, ne, habe ich noch so gedacht, niemand auf der Straße, ich kenne keine Waisen, Witwen kenne ich, okay, aber die 1, 2 Witwen, ja, die kann ich besuchen, aber irgendwie, ja, wie in anderen Ländern, dass man irgendwie, ja, dann die Kinder versorgt oder was auch immer, wir haben die Möglichkeit in Deutschland nicht. Und dann habe ich gedacht, so, wie soll ich das, also, ne, ich will schon den Vers irgendwie so sehen, aber irgendwie sehe ich da keine Möglichkeit. Ich weiß nicht, ob Gott das Gebet erhört hat. Ich will jetzt nicht so Dings, aber ja, ich glaube, Gebet ist in allem wirklich wichtig. Und die Schrift auch zu kennen, zu wissen, ja, genau. Ja, vielen Dank. Also damit wären wir zum Ende gekommen. Vielen Dank, Evelina, dass du hier dabei warst und auch von deiner heftigen Geschichte erzählt hast. Ist jetzt nicht so Standard, dass jeder zweite Mal so ein Kind einfach aufnimmt. Ja, auch deine Ermutigung, ne, vor allem an Familien, dass man vielleicht mal drüber nachdenken sollte, das ins Gebet mitnehmen soll. Genau. Ja, und an dich, lieben Zuhörer. Schön, dass du auch dabei warst und vielleicht gerade an dich, denk doch mal drüber nach. Bete dafür, bete auch gerne für Evelina und ihren Sohn, dass Gott auch weiter Gnade schenkt und dass er ein anderes Leben bekommt, als wenn er sich selbst überlassen wäre. Genau, und in diesem Sinne wünsche ich dir eine gesegnete Woche. Bis zum nächsten Mal. Schön, dass du heute dabei warst. Wenn es für dich ein Segen war und du etwas mitnehmen konntest, dann teile Deep Talk gerne mit deinen Freunden und fühl dich frei, auch uns ein Feedback zu schreiben. Wir würden uns da sehr darüber freuen. Wenn du heute zum ersten Mal dabei warst oder eine Sendung verpasst hast, kannst du alle vorherigen Sendungen auf Spotify oder auf Soundcloud finden. Mehr Infos über Deep Talk oder Segenswelle allgemein findest du auf www.segenswelle.de oder auf unserem Instagram-Feed, auch unter Segenswelle zu finden. Falls du Fragen und Anregungen, zum Beispiel Themenvorschläge hast, schreib uns gerne. Wir wünschen dir noch eine gesegnete Woche mit den Worten aus Kolosser 3, Vers 17. Und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn.